Hallo Freunde, willkommen bei einer neuen Ausgabe der Schlachtnacht. Unser erster Kandidat ist diese richtig krasse Modell, nämlich die Mercedes S. Moment, ich muss mal ganz genau ablesen. S55 AMG W220 2000. Farbe Silber, Hersteller Otto. Ich muss sagen, ich fand ihn cool, aber ein bisschen unnötig. Dazu gleich mehr. Er hat die Nummer 694 von der 2000. Was mir auch negativ auffällt, ist hier die Verarbeitung des unteren Bereich. Man sieht hier noch ganz gut die Gussformabdrücke. Das hätte man ein bisschen besser ausschleifen können. Hier sieht man so noch komische Macken. Hier ist nicht richtig deckend lackiert. Hier ist auch nicht deckend lackiert. Und man sieht überall noch so Schleifspuren halt, ne? Von den Leuten, die jetzt gearbeitet haben in China. Ja, ich finde das jetzt ein bisschen unnötig, dieses Modell, weil Maestro hatte eigentlich schon ein ziemlich gutes Modell rausgebracht. Aber komischerweise ist der von Maestro nicht viel wert. Okay, jetzt kann einige sagen, das ist ja das Facelift-Modell und so und da, ne? Aber mal ganz ehrlich, war eigentlich nicht notwendig. Und wenn man so die Preise jetzt von dem Modell auch ansieht, dann fragt man sich, warum eigentlich, ne? Also ich finde es ein bisschen übertrieben, die Nachfrage nach dem Modell. Der wird natürlich typisch Otto-mäßig voll und nach oben gehypt. Aber so richtig nachvollziehen kann ich es leider nicht. Er kam jetzt hier auf den Schrott. Ja, Moment, Entschuldigung, kurz zurück. Preislich ist er stark steigend. Ich glaube aktuell um die 100 Euro, meine ich. Kann sein, dass ich mich auch inzwischen täusche und das hat sich wieder verdreifacht. Ist ja bei Otto geht das ja ratzfatz. Aber ich persönlich finde den jetzt nicht so dolle, dass ich so viel Geld dafür ausgeben würde. Weil der von Maestro ist zwar ein Vor-Facelift, aber da geht ja fast alles auf, ne? Bis auf die hinteren Türen. Und mal ganz ehrlich, reicht ja auch, ne? Und preislich ein Drittel davon. Na gut, so ist es halt. Ich habe nicht die Fahrzeug- und Modellautopolitik erfunden. Das machen ja andere. Ich zerlege die Dinger nur. Ja, er kam jetzt wie gesagt auf den Schrott, weil hier die Windschutzscheibe eingedrückt ist. Hier. Wahrscheinlich beim Rausholen aus der Verpackung hat man es mal ein bisschen zu gut gemeint mit dem Daumen. Und hat nämlich die Scheibe dann hier reingedrückt. Und somit auch die Windschutzscheibe rausgeprügelt an einigen Stellen. So. Tja. Und jetzt ist es auf den Schrott. Ursprünglich mal viel Geld gekostet. Obwohl eigentlich nicht. Ursprünglich hat er ja 59 Euro gekostet plus 10 Euro Versand. Aber wir wissen ja, wie das immer funktioniert bei den Otto-Modellen, ne? So, und ich denke mal, der hier war auch keine Ausnahme, der hat bestimmt genauso viel gekostet. Ich fange nämlich auch schon mal direkt an zu zerlegen, weil meine Schlachtbank, die ist da links und da, also da hinten, da stehen die Autos, die ich jetzt heute zerlege. Und da stehen jetzt aktuell noch 5, insgesamt 6 mit dem. Das andere Foto, in diesem klapprigen Regal und die ganzen gestapelten Modellautos, das ist quasi die Vorstufe von der Schlachtbank hier. Erst kommen die dann da und dann selektiere ich quasi. Also wenn das dann losgeht mit dem Schlachten, dann mache ich immer eine schöne bunte Mischung, somit jeder auf seine Kosten kommt. Der Ami-Fan, der VW-Fan, der Mercedes-Fan, der BMW-Fan. Wobei der Ami-Fan heute ein bisschen leer ausgehen wird. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So. Normalerweise hätte eigentlich ein Dodge Ram hier noch Platz genommen. Aber den habe ich jetzt weggelassen. Weil ich eigentlich noch genug Teile von dem hatte. So. Also noch online. Also hat sich das eigentlich nicht gelohnt. Hätte sich nicht eigentlich nicht gelohnt. So. Bei Resin-Modellautos immer erstmal das abmachen, was schnell kaputt geht. Ah, habe ich schon mal Schwein gehabt. Oder was man einfach so abziehen kann. So. Und die Spiegel kann ich einfach so abziehen.
Türscheibe. Oh, aber gut geklebt. Besser wie sonst. Komisch, ne? Den Einspiel konnte ich so abziehen und der hier nicht. Schön mit dem Blinker hier im Spiegel. Das ist aber kein Teil, das ist einfach nur gefärbt. Ne? Also der Blinker ist nur gefärbt. Der existiert anscheinend so nicht, dass man den abmontieren kann. Das heißt, wenn man den zerlegen möchte, um neu lackieren oder umlackieren möchte, da müsste man die Stelle abkleben. Oder halt später nachpinseln. Ich würde eher empfehlen, nachpinseln. So, man kommt gut vorwärts hier eigentlich. Erschreckend gut. Langsam kriege ich Angst, dass mir nicht irgendeine richtige Scheiße passiert gleich. Ich sehe schon. Der Kühlergrill. Der Kühlergrill könnte problematisch werden. Scheinwerferinlets auch. Oh Gott, Gott, Gott. Ey, da muss ich mir mal was ausdenken gleich. Die Scheinwerferinlets sind so tief in die Karosse reingesteckt worden. Das ist ja nicht die Aushebel. Die hier, ne? Dann kann das nämlich passieren, dass hier was rausbricht. Hier was rausbricht. Oder hier oben entlang. Weil ihr müsst vorstellen, ihr müsst ja jetzt irgendwie zwischen Karosserie gehen und Inlet. Und da müsst ihr gegendrücken. Also aushebeln halt, ne? Boah, die sind so tief drin. Nicht gut. Weil ich versuche die Karosserie natürlich so wenig Schaden wie möglich zuzufügen. Ja, guck mal, den Kühlergrill kriege ich auch nicht raus. Auch zu tief in der Karosserie drin. Aha. Aha. Oh. Da kommt der Kühlergrill. Oh, sehr viel Kleber. Phew, kommt mal echt in den Schwitzen. Ja. Leider nicht möglich. Der Nutzen ist höher als der Schaden, die zu demontieren, wäre höher als der Wert des Teils. Deswegen lasse ich die Inlets lieber drin. Das hilft mir nämlich sonst nicht weiter, sonst zerstöre ich die Rohkarosse und dann und deswegen so ein 5 € Artikel. Besser nicht. Ui. Der Unterboden ist auch ganz gut geworden, wenn ich mich zurückerinnere, so die ersten Modelle von Otto, die hatten ja quasi einfach nur eine Platte gehabt und dann ist das hier schon eine ordentliche Steigerung, ne?
Und natürlich die Highlights an diesem Modell sind die Felgen. So. Gott sei Dank. Die Innenausstattung nicht an den Unterboden geklebt. Wie beim letzten Mal, ne? Da habe ich ihn da zerlegt. Was, der geht jetzt füllt oder so? Ich weiß nicht mehr. Irgendein Otto war das. Habe ich ja komplett zerlegt und da war ja der Unterboden mit der Innenausstattung zusammengeklebt und hatte ja keine Chance gehabt. Ja, die Felgen. Die sind natürlich geil geworden, ne? Sauber verarbeitet, man kann ganz gut und deutlich das AMG hier lesen. Den Sternchen kann man auch gut erkennen. Perfekt. Guck mal, wie viel Kleber. Mann, Mann, Mann. Das war aber einfach. Mit Armaturenbrett sogar hochgegangen. So, und schon das erste fette Minuspunkt. Keine Gurte. Ah, ey, die lernen es einfach nicht, ne? Die sparen am falschen Ende, ey. Mann, Mann, Mann. Wenn man überlegt, gestern der Ford Mustang von Maestro. Der hatte Gurte gehabt und das Ding kostet einen Bruchteil davon. Aber ansonsten eigentlich ganz schön geworden. Aber ich kann mich entsinnen, dass hier eigentlich AMG noch drauf stand auf den Kopfstützen. Also normalerweise steht da immer AMG eigentlich drauf. Hier nicht. Hier ist blank. Und generell finde ich die Innenausstattung jetzt nicht sehr spektakulär. Hier. Dieser Decal hier, was sie geklebt haben, steht auch ein bisschen schief. Also ist nicht richtig gerade geklebt. Aber gut. Ja, irgendwie ist der nicht so, ne? Bisschen fad, so ein bisschen langweilig. Wir reden hier schließlich von der S-Klasse AMG, ne? Da dürfte nichts langweilig oder fad sein. Und hier sind die auch schlampig umgegangen mit dem Kleber für den Innenspiegel, sehe ich nämlich gerade. Der ist nämlich ganz gut ausgelaufen. Der hat nämlich den ganzen Himmel verseucht. Ja, ihr könnt die, glaube ich, nicht erkennen. Also hier sehr schlampig mit Sekundenkleber umgegangen. Seht ihr das? Alles Kleber. Gut, das ist die Innenseite, ne? Normale Menschen gucken da nicht nach. Nur so Bekloppte wie ich, die mal eben so 100 Euro Resin-Modellauto nachts kaputt hauen. Oder zerlegen, besser gesagt. Ich meine, bis jetzt ist mir nichts kaputt gegangen, also von daher. So, die Rohkorosse ist schon fertig. Jetzt kommen wir noch zum Armaturenbrett. Und das war es dann auch schon. Wobei das Armaturenbrett eigentlich ganz schnieke aussieht, ne? Schönes großes Navi-Display. Das sieht echt nicht schlecht aus. Schönes mit T-Sternchen. Wobei der auch nicht ganz gerade geklebt ist. Der ist ein bisschen schräg und hier ist auch noch irgendwie so Dreck mit reingekommen. Seht ihr das? Das ist Farbe oder Dreck, irgendwie sowas. Geht auch nicht weg. Das ist wahrscheinlich hier gekommen, vom braunen Lenkrad. SRS steht auch schon drauf, kann man gut lesen. Also an sich nicht schlecht. Hier ist auch noch eine hässliche Falte. Hier löst sich sogar das Decal schon. Schade eigentlich, ne? So richtig perfekt war der jetzt hier nicht. Und wir sind auch schon fertig. Schon, ey, 15 Minuten fast. Nicht gedacht, dass es schon zu lange geht. Also ich muss ehrlich sagen, auf dieses Modellauto habe ich nicht gewartet. Sage ich euch ganz ehrlich. Weiß nicht. Ich habe mich damals gefragt, warum haben die den überhaupt rausgebracht? Eigentlich unnötig. Aber gut, so ist es halt. Über die normale S-Klasse hätte ich mich wohl auch nicht gefreut. Ich finde es echt schade. Dieses Modell hat mich nicht gereizt von Otto, sage ich euch ganz ehrlich.
Die Umsetzung, muss ich auch zugeben, hat mich jetzt noch mal ein bisschen enttäuscht. Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Qualität erwartet, aber naja. Also wenn ihr den günstig bekommt, könnt ihr natürlich kaufen, keine Frage. Aber ich würde dafür jetzt keine Hunderte von Euros ausgeben. Das wäre mir die einfach nicht wert. Also so besonders ist der jetzt nicht. Die Innenausstattung ist nicht besonders geworden. Kleine Verarbeitungsfehler, gut, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau mit der kleinen Falte und ein bisschen versetzten Decoy und so wird alles, ne? Aber mal ehrlich, also ich habe schon viele Ottos zerlegt, aber der gehört definitiv nicht zu den besten. So, das war's. Erstes Modell für die heutige Schlachtnacht ist zerlegt. Es geht gleich richtig krass weiter und danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.